Das, was Sie hier gerade erlebt haben, ist das, was wir einen Magic Moment nennen. Der Augenblick, wo unsere Investition, unser Werben nach allen Regeln der Kommunikation endlich dazu führt, dass ein Kunde, ein Mitglied, eine Zielperson für unser Unternehmen, für unsere Marke, für unser Anliegen brennt. Und was wir im Regelfall damit machen, ist das. Wir investieren Unsummen an Zeit, Energie und Geld in Marketingkanäle, um Passion, Begeisterung oder Feuer zu entfachen. Und im Regelfall, was wir daraus machen, ist sehr überschaubar. Jeder von uns, glaube ich, kennt, ich habe eine mitgebracht, diese Kundenkarten. Ich persönlich habe natürlich auch eine. Das sind diese Plastikkarten, der Grund dafür, warum mittlerweile Brieftaschen im Regelfall in Übergröße verkauft werden. Diese Kundenkarten haben zwei Effekte, auf die ich Ihnen gleich näher zu sprechen kommen möchte. Ich habe meine von einer großen Drogeriekette in Österreich. Muss ganz ehrlich gestehen, bin eigentlich Fan seit Jahren, ein wirklich großer Fan dieser Drogeriekette, aus einem einfachen Grund. Was die in den letzten Jahren getan haben an Mitarbeiterentwicklung, finde ich wirklich großartig. Mir gefällt die Werbung und ich finde die Marke einfach toll. Und ja, deswegen habe ich auch diese Kundenkarte und die hat zwei Effekte. Zum einen beschert sie mir, und auch Ihre Kundenkarten werden das tun, regelmäßig Rabatte. Das ist was Schönes. Zum anderen bescheren sie dem ausstellenden Unternehmen jede Menge Daten über unser Kaufverhalten. Und so habe ich vor kurzem ein Kundenmailing erhalten und das ist eigentlich eine sehr schöne Chance, diese Kundenbeziehung zu vertiefen, vielleicht auch mir sogar ein Angebot zu machen, mehr zu tun für diese Marke oder mit in irgendeiner Form einzubringen. Und was ich bekommen habe, ist ein Treuegutschein. Soweit, so gut. Der Treuegutschein hat 3 Produkte beinhaltet. Erstens ein Damenparfüm, zweitens ein Damenrasierer, drittens eine Augencreme. Kann man nur am ehesten sagen, dass das vielleicht angebracht wäre. Der Punkt ist aber, sie hatten diese eine Chance. Sie hatten eine Chance, aus mir mehr zu machen als einen Kunden. Vielleicht einen Markenbotschafter, der in irgendeiner Form Freunde involviert oder ihnen Informationen weitergibt. Das Problem ist, sie wussten nicht einmal, wie großartig ich sie finde. Sie wussten auch nicht, dass ich bereit gewesen wäre, vielleicht in irgendeiner Form was zu tun. Sie haben nur gewusst, wo ich wann was eingekauft habe und sie haben es versemmelt. Wir beschäftigen uns zwar damit, und das sehr intensiv, unsere Beziehungen zu Kunden, Mitgliedern und Ähnlichem zu stärken und aufrechtzuerhalten. Wir tun das immer mehr online, offline. Wir verbinden uns in sozialen Netzwerken, aber wir verwerten diese Beziehungen nicht in Handlungen. Kann ein Kunde mehr tun, als nur Kunde zu sein? Kann ein Mitglied mehr tun, als bloß einen Beitrag zu zahlen oder eine Spende abzugeben? Was kann jemand beitragen, der vielleicht keine langfristige Funktion oder Aufgabe irgendwo wahrnehmen will? Das ist der Grund, warum ich heute mit Ihnen darüber reden will. Weil ich fest davon überzeugt bin, dass wir unendlich viel Mitmachpotenzial einfach auf der Straße liegen lassen und weil ich auch davon überzeugt bin, dass diejenigen, die das verstanden haben, in Zukunft über die Maße erfolgreicher sein werden als andere. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Was wir sehen ist, dass sich neben sogenannten geschlossenen Systemen Mitmachsysteme herausentwickeln. Diese Systeme unterscheiden sich in einem entscheidenden Auffassungspunkt. Geschlossene Systeme verstehen die Menschen, die sie umgeben, als potenzielle Kunden, potenzielle Wähler, potenzielle Mitglieder, als Menschen, mit denen man Kontaktpunkte schaffen will, um einen Abschluss zu erzielen, wenn Sie so wollen. Mitmachsysteme verstehen ihre Menschen, die sie umgeben, als potenzielle Ressourcen. Als potenzielle Ressourcen, die vielleicht zum Unternehmenswert etwas beitragen. Zum Support, zum Research, zum Marketing, zur PR. Ich bringe Ihnen ein ganz einfaches Beispiel von einem Mitmachsystem, das eigentlich wir und Sie alle, bin ich überzeugt, die nationalen Gäste schon sehr lange kennen. Wir haben einen österreichischen Radiosender, der hat bitte einen Verkehrsservice, Hitradio Ö3, man darf es auch sagen hier. Wäre das ein geschlossenes System, dann würden die über die Maße investieren in Autobahnkameras, Hubschrauber, bezahlte Außenstellen, um die Qualität ihrer Verkehrsmeldungen zu steigern und aufrechtzuerhalten. Ein Mitmachsystem, wie das ist,
aktiviert seine Kundinnen und Kunden, seine in dem Fall Hörerinnen und Hörer, aktiv zu werden und Verkehrsstörungen einzumelden. Und der entscheidende Knackpunkt für uns ist, früher war das jenen vorbehalten, die Kanäle betrieben haben, Radio, TV, Printkanäle. Heute, im digitalen Zeitalter, betreiben wir alle unsere eigenen Kanäle und haben Chancen, mehr aus den Menschen zu machen, die uns umgeben. Das kann im Beispiel der Drogeriekette sein, eben einen Mystery Shopper zu machen, der mir in die Zentrale reportet, wie es denn um die Qualität in meinen Shops bestellt ist. Das kann im Fall der Politik sein, hat man auch in den USA gesehen, dass man Mitglieder oder potenzielle Wählerinnen und Wähler zu Watchdogs macht, die vielleicht unfaire Manöver des politischen Mitbewerbs aufdecken und hier breitest Marktbeobachtung betreiben. Das kann aber auch im Fall einer NGO schlicht und ergreifend sein, um auf die eigenen Anliegen stärker aufmerksam zu machen, dass man vielleicht aus den eigenen Mitgliedern oder Spendern eine Heerschar an Leserbriefschreibern rekrutiert, die für das eigene Anliegen und für die Wichtigkeit der Sache auch Stimmung machen. Der Punkt ist, wir reden darüber, ob Systeme in der Lage sind, das Potenzial, das Mitmachpotenzial, das sie umgibt, zu verinnerlichen und in Unternehmenswert zu entwickeln oder in Organisationswert zu entwickeln. Und die größte unerschlossene Ressource sind dabei die Menschen, die uns umgeben. Und es ist wirklich erstaunlich, wenn man sich anschaut, wie wenig wir die bis jetzt eigentlich nutzen. Ich glaube, vielen von Ihnen wird es genauso gehen. Organisationen und Unternehmen tun sich eigentlich immer schwerer, dem wachsenden Aufwand, den es braucht, um die eigenen Ziele zu erreichen, gerecht zu werden. Und dennoch versuchen wir es immer mit den gleichen Ressourcen. Das ist eigentlich verrückt. Und denken Sie zum Beispiel mal an 2013, an das Jahr, das vor Ihnen liegt. Ich frage Sie, Hand hoch, wer von Ihnen könnte mit 100 Personen was anfangen, die Sie in Ihren Zielen mit Unterstützung verstärken? Sei es jetzt dadurch, dass Sie Leserbriefe schreiben, Produktbewertungen machen, Kommentare schreiben, Spenden sammeln für Sie, Unterschriften sammeln, Monitoring, Marktbeobachtungsaufgaben wahrnehmen. Hand hoch, wer könnte mit mehr Personen in seinem Bereich etwas anfangen? Und dennoch machen wir Ihnen keine derartigen Angebote. Oder was noch viel schlimmer ist, und auch darüber werden wir heute reden, wir machen Ihnen halbherzige Angebote, halbherzige Mitmachangebote um des Effekts willen, weil es modern ist oder weil man es so macht. Und das endet dann darin, was wir heute freundlicherweise nennen, die Todeszone. Das ist der Ort, an dem vorhandene Passion gegenüber einem Unternehmen, einer Organisation, einer Marke bereits kläglich verendet, bevor es überhaupt die Chance bekommt, zu einer Aktivität zu werden. Und ich möchte Ihnen heute zeigen, was ich glaube, dass es braucht und worauf wir achten müssen, damit wir diese Todeszone erfolgreich umschiffen und unsere Systeme erfolgreich zu Mitmachsystemen weiterentwickeln. Ich glaube, wir können hier von 4 Beispielen lernen. Bill Murray, McDonald's, Amazon und Hollywood. Ich werde es Ihnen auflösen. Bill Murray kennen viele von Ihnen vermutlich aus dem Film Und täglich grüßt das Murmeltier. Ein Film, wer ihn nicht kennt, an dem sich ein und dasselbe jeden Tag wiederholt. Und Bill Murray hat uns dabei einiges voraus. Er hat nämlich sehr rasch erkannt, dass alles, was er an einem Tag tut, wie er sich verhält, wie er mit jemandem umgeht, keinerlei Auswirkung darauf hat, was am nächsten Tag passiert und wie man mit ihm umgeht. Er hat erkannt, dass jeder Tag das gleiche ist und dass am nächsten Tag alles wieder vergessen ist. Erinnert Sie das an was? Der Punkt ist, es geht nicht darum, Daten zu sammeln, es geht darum, Daten zu nutzen. Und das Ziel dahinter ist ein sehr einfaches, nämlich unserem Gegenüber das Gefühl zu geben, dass am anderen Ende intelligentes Leben sitzt und nicht der Computer oder eine Datenbank. Ich kenne niemanden, der sich schon mal für eine Datenbank engagiert hätte. Und ein Beispiel hier. Sie erinnern sich vielleicht an diese E-Mails von Barack Obama, diese so persönlichen E-Mails, die wir oder viele von uns sicherlich bekommen haben. Warum waren die so anders als die anderen? Mal abgesehen davon, dass man sich bei uns natürlich nicht in einem derart kumpelhaften Ton annähern würde. Ich habe dieses E-Mail, das Sie hier sehen, erhalten, nachdem ich mich für eine Watch-Party einer Vice Presidential Debate registriert hatte. Und danach fragt mich Barack Obama, wie ich denn Joe Biden gefunden hätte. Gut.
Barack Obama war es nicht, aber irgendjemand hat sich dabei was gedacht. Der große Unterschied ist, und das ist, glaube ich, entscheidend für uns, noch wichtiger als wer du bist, war in dieser Kampagne, was du für diese Kampagne getan hast. Verhaltensorientierte Kriterien waren viel wichtiger als demografische Kriterien. Wichtiger als wer du bist, war, was du für die Kampagne getan hast. Und da geht es überhaupt nicht darum, ob jemand 18, 34, 61 Jahre jung ist, sondern es ging darum, ob du gespendet hast, ob du auf einer Veranstaltung warst, ob du bei einer Aktion teilgenommen hast, ob du Telefonanrufe oder Hausbesuche gemacht hast. Die Kampagne wusste das nicht nur, sie hat dich auch dementsprechend behandelt. Und jetzt frage ich Sie, wenn Sie einer der fleißigsten Spender oder eine der fleißigsten Spenderinnen einer Organisation sind, wollen Sie dann einen Spendenaufruf erhalten, wie jeder andere auch? Oder würden Sie zuerst gerne mal hören, wie viel Großartiges Sie schon für diese Organisation getan haben? Macht es Sinn, wenn Sie bis jetzt immer 100 Euro gespendet haben, Sie beim nächsten Mal nach 10 Euro zu fragen? Oder wenn Sie jemand sind, der eigentlich auf jeden Aufruf, auf jede Aktion reagiert, wollen Sie jemand sein, der so angesprochen wird, als würde er das zum ersten Mal tun? Wenn Sie Aktivität und Mitmachen fördern wollen, wenn Sie die Todeszone umschiffen wollen, dann ist eine wichtige Voraussetzung, dass die Daten, die Sie sammeln über die Menschen, die Sie umgeben, nicht im schwarzen Loch landen, sondern dass Sie sie dazu nutzen, wozu sie eigentlich da sind, nämlich Ihre Beziehungen zu stärken und zu vertiefen und vom Datensammler zum Wissensnutzer zu werden. Der zweite Punkt, McDonald's. Wer von Ihnen war im letzten Jahr bei McDonald's? Doch einige. Apfeltasche dazu. Ganz ehrlich, wie viele Apfeltaschen würden die wohl verkaufen, wenn sie nicht danach fragen würden? Oder wie viele Apfeltaschen würden die verkaufen, wenn sie stattdessen fragen würden, Nachspeise dazu? Aber das ist genau das, was wir tun. Wir wollen eine Heerschar von freiwilligen Helfern, Spendern, Markenbotschaftern, Leserbriefschreibern, aber wir fragen sie nicht, etwas Konkretes für uns zu tun. Mein persönlicher Favorit ist dabei folgendes, zu finden auf sehr vielen Webseiten, Organisationen aller Art, sehr beliebt auch in Reden. So können Sie bei uns mitmachen. Erzählen Sie Freunden, Bekannten von dieser Initiative, damit mehr Menschen davon erfahren. Oder habe ich vor wenigen Tagen in einem E-Mail erhalten, wo ich einem Unternehmen ein großartiges Feedback geschickt habe, am meisten hilft uns Mundpropaganda. Wer ist nach so einem Satz schon mal aufgesprungen, zum Telefon gelaufen und einen Bekannten angerufen und ihn überzeugt? Ich nicht, um ehrlich zu sein. Der Schlüssel lautet konkretes Commitment. Das ist der Keim, der Funke, den es braucht, um Mitmachen überhaupt möglich zu machen. Und da gibt es ein tolles wissenschaftliches Beispiel, das ich Ihnen gern zeigen würde. Bei einer vergangenen US-Wahl hat der Sozialwissenschaftler Anthony Greenwald eine Testgruppe gefragt am Vorabend einer Wahl, werden Sie morgen wählen gehen? Einfache Frage. Natürlich haben alle gesagt ja. Allein die Tatsache, dass der einen Testgruppe diese Frage am Vorabend gestellt wurde, hat dazu geführt, dass diese mit 25% einen um 25% höhere Wahlbeteiligung hatte als die Testgruppe, die nicht gefragt wurde. 86,7% und 61,5% in der anderen Gruppe. Alleine durch die Tatsache, dass die eine Gruppe am Vorabend gefragt wurde, werden Sie morgen wählen gehen. In dem Lichte wenig überraschend zum Beispiel eine Maßnahme der Obama-Kampagne, Commit to Vote, wo es darum ging, sich im Vorfeld der Wahl zu committen, wählen zu gehen. Ganz eine schlichte Sache. Und bevor das jemand als Politik abtut, Commitment kann man für alles sammeln. Commitment, sportlich aktiv zu werden, 30 Minuten am Tag eine bestimmte Sportart auszuüben. Oder Commitment, 30 Tage lang vegan zu leben. Oder, ein Beispiel aus Österreich, das Commitment, in diesem Jahr eine energiesparende Maßnahme zu setzen. Die Botschaft lautet, kein Mitmachen ohne Commitment. Der dritte Punkt, Amazon. Was glauben Sie ist einfacher, spontan ein Buch zu kaufen oder spontan in Ihrer Organisation, in Ihrem Unternehmen mitmachen oder einen Beitrag zu leisten? Wie verrückt ist das? Führen wir uns das einmal kurz vor Augen. Man kann auf Amazon mittlerweile mit einem Klick, One-Click-Buy, ein Buch kaufen. Machen wir den Testvergleich. Mitmachen bei einer politischen Organisation
real vorhandenes Beispiel. Wir gehen auf die Website, Google macht es möglich und jetzt haben wir die Wahl. Mitmachen, gibt sogar einen sehr einladenden Button, den wir klicken. Da müssen wir uns entscheiden zwischen aktiv werden oder Mitglied werden. Wir wollen aktiv werden. Jetzt haben wir wieder die Möglichkeit, ein Bundesland auszuwählen, weil das ist Voraussetzung dafür, um mitzumachen. Das tun wir natürlich und gelangen auf die Website des Bundeslandes, wo man uns sagt, Sie können hier Mitglied werden, indem Sie ein Formular downloaden und das per Post einschicken. Das ist ungefähr so, wie wenn Sie dem Objekt Ihrer Begierde ein Jahr lang den Hof machen und kurz vorm ersten Date, wenn Sie die Möglichkeit dazu hätten, legen Sie ihr den Ehevertrag hin und sagen, willst du mich heiraten? Ich muss ehrlich gestehen, ich habe es noch nicht probiert, aber es funktioniert angeblich nicht sehr oft. Was wir tun, ist, wir setzen die Hürden und die Barrieren viel zu hoch. Der Punkt ist, es heiraten nicht nur immer weniger Leute, es binden sich auch immer weniger Menschen an schwer kündbare Abonnements, an langfristige Mitgliedschaften, an Funktionen. Und wir geben keine neuen Antworten darauf. Wir sind verhaftet in einer Vorstellung von Mitmachen, die stammt aus geschlossenen Systemen. Mitmachen heißt bei uns, man muss zu einer Veranstaltung kommen. Mitmachen heißt bei uns, man muss an einer Aktion teilnehmen. Mitmachen heißt bei uns, man kann Mitglied werden. Was wir aber brauchen, ist ein neues Verständnis von Mitmachen. Wir brauchen ein neues Verständnis von Mitmachen, das kleinere Beiträge ermöglicht, kleine, spontane Akte der Unterstützung ermöglicht, die jeder von jeder Zeit zu jedem Ort machen kann. Sei es jetzt der erwähnte Leserbrief, den man schreiben kann, sei es die Weiterempfehlung, sei es die Produktempfehlung, sei es eine Monitoringaufgabe, egal was. Hauptsache es ist einfach, messbar und autonom durchführbar. Was Sie damit schaffen, ist, dass Sie Ihren Mitmach-Ozean, wenn Sie so wollen, besser und weiter ausschöpfen, wenn Sie die Hürden niedriger legen. Und die Antwort auf One-Click-Buy von Amazon im US-Wahlkampf war Quick Donate. Ja, eines der, zumindest in der medialen Bewertung, innovativsten Tools der US-Kampagne. Das war die Übersetzung. Mit einem Klick spenden. Niedrige Eintrittsbarriere sind die Chance auf spätere, höhere Beiträge. Wenn Sie die Hürde zu hoch setzen, dann erreichen Sie nur die Spitze des Eisbergs, die Heiratswilligen, wenn Sie so wollen. Sie verlieren aber all diejenigen, die bereit wären, mittelfristig, anlassbezogen oder einfach nur spontan einen kleinen Beitrag oder kleinen Akt der Unterstützung zu leisten. Und auch hier habe ich ein Beispiel für Sie mitgebracht, ein wissenschaftliches Beispiel, das das ganz schön untermauert. Stellen Sie sich vor, Sie wohnen in einer sehr idyllischen Wohngegend. Eines Tages klopft es an Ihrer Tür und das Komitee für mehr Verkehrssicherheit steht vor der Tür und fragt Sie, ob Sie die Kampagne Vorsichtig fahren in Wohngebieten unterstützen möchten. Alles, was Sie dazu tun müssen, ist ein 1,80 Meter x 90 cm großes Schild in Ihrem Vorgarten aufzustellen. Das Graben der Löcher wird natürlich ein eigener Bautruppe erledigen, darum bräuchten Sie sich nicht zu kümmern. Wie viel schätzen Sie haben diesem Angebot zugestimmt? Immerhin beachtliche 17%. In einer zweiten Gruppe wurde das Experiment dahingehend adaptiert, dass 2 Wochen vor diesem Besuch mit der Bitte, das Schild aufzustellen, ein Forschungsassistent an die Tür geklopft hat, der die jeweilige Fokusgruppe gefragt hat, ob sie denn bereit sind, ein sehr kleines Schild unauffällig mit der Aufschrift Sicherheit auf unseren Straßen in ihrem Garten aufzustellen. Fast alle haben zugestimmt. 2 Wochen später dann wieder das Komitee für mehr Verkehrssicherheit mit der Frage, ob sie denn bereit wären, das Riesenschild aufzustellen. Wie viele glauben Sie haben jetzt zugestimmt? 3? Na? 76%. 76%. Die Aussagekraft dieses Experiment ist, dass die Fuß-in-der-Tür-Technik, wie man es so schön nennt, also niedrige Eintrittsbarrieren, spätere, höhere Beiträge wahrscheinlicher machen. Was wir dafür brauchen, sind einfache Mitmachangebote. Und was wir dafür auch brauchen, ist ein Hauch von Hollywood. Wir brauchen einen Hauch von Hollywood, das ist der 4. Punkt. Was zählt in Hollywood mehr als Status? Erfolgreiche Mitmachsysteme funktionieren in Wahrheit nach einer ganz einfachen wirtschaftlichen Rechnung, nur mit anderen Parametern. Ich nenne diese Berechnung den beiderseitigen Return on Involvement.
Menschen geben ihre Ressource in Form eines Beitrags, eines Mitmachens und sie erhalten dafür eine Statusdividende. Stellen Sie sich vor, dass wie die Senatorkarte einer Fluglinie, Matt Harding wird kommen, ich glaube, er hat so eine. Stellen Sie sich vor, wie eine Senatorkarte einer Fluglinie, wo es in erster Linie darum geht, dass Sie dadurch Status gewinnen. Sie kriegen den Zugang zu einer eigenen Lounge, Sie müssen sich nicht anstellen, Sie haben bevorzugte Behandlung. Darum geht es. Sie bekommen eine Statusdividende und werden besonders behandelt. Das kann ein Vor den Vorhang holen sein, wie in diesem Beispiel, wo die Fans einer Weltmarke in einem unglaublichen Kraftakt Spenden für ein wichtiges Anliegen gesammelt haben und dann mit ihrem Foto auf einem Rennboliden abgebildet wurden als Dankeschön. Der Punkt ist nämlich, Menschen definieren sich immer stärker darüber, was sie tun und immer weniger darüber, was sie haben. Liegt auch unter anderem daran, dass einfach Produkte auch immer austauschbarer werden und eigentlich das Erlebnis, das mit diesen Produkten verbunden ist, viel stärker wirkt und viel stärker auch Statusdividende abwirft als ein Produkt selbst. Menschen lieben es, Teil eines größeren Ganzen zu sein. Und Menschen sind auch bereit, einen Beitrag zu leisten. Ich habe hier ein anderes Beispiel. Adopt a Hydrant, ein sehr lustiges Beispiel, finde ich, wo Anrainer Patenschaften für Feuerhydranten übernehmen können und damit die Verantwortung übernehmen können, diesen Hydranten im Winter vom Schnee zu befreien. Die Stadtverwaltung dankt es ihnen mit besonderer Anerkennung und besonderem Status. Eine einfache Aufgabe. Oder, Beispiel ist schon länger her, ist The Guardian. Die haben die besondere Herausforderung gehabt, dass die im Zuge des britischen Spesenskandals, die hatten das 2010, im Zuge des britischen Spesenskandals 460.000 Dokumente mit Spesenabrechnungen von Abgeordneten veröffentlicht wurden, um der Transparenz nachzukommen, und waren natürlich mit der Situation konfrontiert, wie man daraus denn jetzt die Geschichte machen könnte. Und ein geschlossenes System hätte wahrscheinlich Überstunden angeordnet, Praktikantinnen und Praktikanten eingestellt. Ein Mitmachsystem nutzt die Kraft seiner Kunden. Das heißt, die haben Leserinnen und Leser aktiviert und eingeladen, gemeinsam alles aufzudecken und wurden dann am Ende auch als Aufdecker der Nation gefeiert. Die haben 23.000 Leserinnen und Leser aktiviert, 200.000 Dokumente in weniger als 2 Wochen zu sichten. Das war eine Wertschöpfung von 2 Mannjahren an Arbeit, die durch diese Aktion geschaffen wurde. Das ist das, was ich mit Mehrwert meine. Oder ein viertes Beispiel, die vorhin erwähnte Energiebewegung, ein Beispiel aus Österreich. Ein Beweis dafür, dass Aktivierung auch hierzulande funktioniert. Wo tausende Menschen, Bürger nicht nur Commitment abgeben, energiesparende Maßnahmen zu tätigen, sondern wo auch hunderte Bürger ihre Beispiele austauschen, sagen, was sie in dem Bereich gemacht haben und damit anderen zur Verfügung stehen mit ihrer Expertise und ihrer Erfahrung. Wo Bürgerinnen und Bürger, die Energie sparen, anderen helfen, die das auch tun wollen. Und wo alleine die Energiesparvorsätze einer Aktion, die im Jänner hier gelaufen ist, 350.000 Kilowattstunden an Einsparungen von Energie gebracht hat. Messbar. Und alles, was es dazu braucht, sind diese 4 einfachen Dinge. Das Erinnerungsvermögen von Bill Murray, die schlichte Frage, wie bei McDonald's, die einfache und rasche Möglichkeit mitzutun, wie bei Amazon, und der Status als Währung wie in Hollywood. Unsere Erfahrungen zeigen, dass 10-15% ihrer Kontakte, all derer Menschen, die sie täglich umgeben, dazu aktivierbar sind, einen Beitrag zu leisten. Ich möchte, dass Sie sich heute hier diese Zahl für sich ausrechnen und ausrechnen, wie viele Menschen das für Sie bedeuten wird. Und ich möchte, dass Sie nicht auf diese Unterstützung und auf dieses Potenzial verzichten. Nutzen Sie es. Vielen herzlichen Dank.